Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute geht es hier vor dem See weiter. Ich werde heute hier 1,5 Baseplates einfügen. Ich muss auch hier an der Stelle die Gleise fertig gestalten. Ja, das wird alles nicht ganz so einfach werden. Ursprünglich wollte ich hier diesen Ritz erschließen, aber ich glaube, das lasse ich tatsächlich erstmal, denn hier unten weitermachen, bevor das Stellwerk reinkommt, muss irgendwie dieser Kreuzungsbereich mit der Straße und Schiene irgendwie erst bearbeitet oder grob bearbeitet werden. Als erstes kommen jetzt hier diese 2 Baseplates ein, einmal hier eine blaue, ja, hab gerade keine andere gefunden, und so ein bisschen was gestückeltes in grün. Jetzt nehme ich hier die Schienen auseinander, werde das mit Unterbau versehen, habe hier diese fertigen Platten vom Dietmar bekommen, Dietmars Brickworld, könnt ihr ja auch mal auf dem Kanal vorbeischauen. Anschließend werde ich das hier schön verzieren, bei mir natürlich in Light Blue Gray, wisst ihr ja die Schwellen. Ja, und das gleiche machen wir dann natürlich mit den Geraden. Weiter geht es hier mit der Geraden, und zwar habe ich da jetzt keine fertigen Formelemente, um die da drunter zu machen, sondern das ist bei mir dann jetzt alles aus Plates darunter gebaut. Warum nicht? Geht ja auch bei den Geraden, so ohne Probleme. Anschließend natürlich wieder die Schwellen drauf und das Ganze wieder so ein bisschen schön verzieren, und dann ist das auch mit der Geraden soweit erstmal fertig. Beginnen wir hier mit dem anderen Schienenteil, wo der Bahnübergang ist. Ja, als erstes mache ich diesen Mittelstreifen da drauf und anschließend werde ich hier mehr Fläche zwischen den Gleisen erstmal fließen. Nachdem wir jetzt den inneren Teil hier soweit erstmal zwischen den Schienen fertig haben, ja, außen geht's auch weiter, so ist das nun mal, liebe Leute. Aber das muss sein, aber dass das wieder so viel Zeit aufwendig ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht nur Zeit, auch Teile aufwendig. Naja, es muss ja hinterher, wie immer, ihr wisst schon, ja, gut aussehen. Genau, und das ist das Ziel. Hin und wieder nehme ich auch ein paar Teile wieder weg und setze sie neu, weil ich möchte das schon richtig stabil hier an dieser Stelle haben. Denn wenn dann mal die Technik für die Schranken da drunter kommt und das Ganze muss ein bisschen freischweben, es muss klappen. Es ist soweit, dass ich jetzt auch an dieser Stelle hier ein bisschen Untergrund gemacht habe, denn die Schienen liegen an dieser Stelle einfach nur auf. Das heißt, ein Brick höher und das mit Flat Tiles gelöst, in diesem Fall in Rot, die werden wir eh nicht mehr sehen. Die werden verschwinden, das ist ganz klar. Ja, jetzt kann ich hier alles schön aneinander festlegen, und genau diese Stelle hier unten an der Geraden, die ist fest justiert, sodass wir tatsächlich einen 45 Grad Winkel an dieser Stelle haben. Die Straße zum Tunnel hin, ja, die muss ich halt dementsprechend beschneiden. Hier habe ich es mal versucht, richtig einzufangen mit dieser Wedgeplate 45 Grad, und wenn man hier die Fläche sieht von oben, ja, genau so muss es eingehalten werden. Wie gesagt, auf dieser Seite zum Tunnel hin können wir die Straße ohne Probleme in jeder Richtung beschneiden. Die Baseplate werde ich jetzt einmal unter die Schienen legen und vorne an der vorhandenen Baseplate, die im Tunnel ist, mit 2 Plates eben fest justieren. Jetzt werde ich das so ein bisschen so hinschieben, dass das mit der Mittellinie ganz gut passt, und gleich mit einem Stift ein paar Mal hier entlang ziehen, sodass wir hier eine wunderbare Linie haben, wo wir gleich entlang cutten können. Das werde ich gleich im Keller dann natürlich tun. Jetzt kann ich aber erstmal schon ein bisschen den Untergrund vorbereiten und hier so ein bisschen um 2 Bricks erhöhen. Es muss ja überall auf der Platte stabil sein, damit ich mich halt auch mit der Hand dort mal abstützen kann, notfalls gedrungen sogar auch drauf laufen kann. Ja, auch das muss hier definitiv Möglein sein. So, es geht hier richtig rund. Ihr seht, also ich habe das alles mit kleinen 1x2 Bricks gebaut, die mit dem Loch in der Mitte, diese Technik-Bricks, habe ich so unendlich viele von, damals von meiner selbstgebauten Achterbahn. Nachdem ich die Straße im Keller gerade zurechtgeschnitten habe, werde ich sie nun jetzt hier einsetzen und mit der vorhandenen Straße, die aus dem Tunnel rauskommt, verbinden. Anschließend werde ich noch in 2 Brickhöhe grüne Bricks übereinander setzen, denn die Straße wird ja jetzt gleich von oben eingespannt. Ja, diese kleine Lücke hier hinten wollte ich doch jetzt erstmal ebenerdig haben und mache das hier mit allen möglichen Plates zu. Ich habe so viel Zeug hier rumliegen, dann müssen auch mal einmal X Plates hier irgendwie dran glauben, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache es sieht hinterher einigermaßen gut aus. Das tut ja eigentlich immer bei mir, oder?
Auf dieser Seite wollte ich jetzt hier so ein bisschen das Gelände angleichen bzw. anpassen. Es wird so ein bisschen Gefälle von der Straße Richtung See gehen. Das heißt, die Straße liegt ein bisschen höher. Aber das muss auf jeden Fall sein. Ich schwenke gleich mal so ein bisschen mit der Kamera rum. Dann könnt ihr das so ein klein wenig besser sehen. Ganz schön kleinteilig ist das hier an dieser Stelle. Meine Güte, da setze ich auch wieder ganz viele 1x1. Wir fahren jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Also es ist wirklich super gut eingespannt hier mit den Wedge Plates auf den Teils. Das ist wirklich stramm und stabil. Die Straße ist auch jetzt in einem passenden Winkel, dass es wirklich gut passt. Wichtig ist, dass wir ab jetzt den 45 Grad Winkel auf jeden Fall dann einhalten. Ja, hier das mit dem Gelände, wie es von der Straße so runter geht, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn man sich mal hier den Ritz anguckt und den Ritz hier zwischen den Original Baseplates, ich habe sowas von genau geschnitten, da ist der Originalritz auf jeden Fall viel größer. Ja, Technik und so weiter für die Bahnübergang werde ich heute natürlich nicht machen. Grob angedeutet ist er, das ist nicht schlecht, aber eine Sache habe ich ja noch vor. Ich möchte hier hinten neben dem Auto, wo noch ein bisschen offener Felsen ist, da möchte ich noch ein bisschen beigehen. Da müssen wir ran. Und da ist der Schlitz auch schon geschlossen. Ja, ich denke, so können wir das lassen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Jede Noppe ist belegt. Auch hier oben habe ich erstmal richtig weitergemacht. Ich wollte gar nicht so weit, habe ich dann doch. Diese Kehre hier muss jetzt heute nicht sein. Das machen wir in den nächsten Runden irgendwann. Das ist auf jeden Fall heute erstmal ein klasse Ziel auf jeden Fall. Mir gefällt das richtig gut. Was ich auch gemacht habe, ist hier die Rückwand hier hinten. Die sollte ich ja in schwarz machen. Da habe ich natürlich wieder ein kleines Hundekot-Tütchen verwendet. Das bietet sich an, das konnte ich da wunderbar rumspannen. Es war vielleicht nicht der ganze und vollständige Bahnübergang, den wir heute gemacht haben, aber es war eine wichtige Geschichte, die heute erstmal gemacht werden musste, damit wir hier in Ruhe weiterarbeiten können. Und ich glaube, das ist erstmal definitiv gelungen. Und deshalb frage ich heute erstmal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Aber ich werde doch erst hier hinten weitermachen. Und vielleicht kommt ja dann doch das Stellwerk hier an diese Stelle jetzt schon hin. Mal sehen, ich muss gucken, wie ich die Kabel auch alle lege. So ein bisschen Platz lasse ich mich hier am Bahnübergang noch frei. Das ist auf jeden Fall klar, denn ich möchte irgendwann, wenn das Stellwerk hier drin ist, anschließend hier weiter rübergehen. So mein Ziel erstmal. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss.